Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute kommen wir zum dritten Teil der Aufnahmen von der Ceomoor CY70 und CY95 sowie der QLife H8201. Im letzten Video waren leider nicht so viele oder gar keine Videos von der CY95 zu sehen, aber das hat damit zu tun, weil an dem Standort, wo sie stand, also am Dachsbau, war nicht so viel los und die meisten Aufnahmen konnte ich leider auch nicht verwenden. Das mit dem Nichtverwenden hat aber nichts mit der Videoqualität zu tun, sondern eher mit der Auslösegeschwindigkeit der Kamera. Meistens waren die Tiere nur ganz kurz zu sehen, nur 1-2 Sekunden, oder sie waren schon wieder weg. Wenn etwas vor der Kamera passierte, dann ist natürlich auch gleich Interesse für das komische Ding da gewesen. Hier in diesem Bereich hatte ich den Dachsbau vermutet, weil ich dort einen Baueingang gefunden hatte. Er liegt hier rechts unterhalb von dem umgekippten Baum. Aber was sehr interessant ist, zum Beispiel die Brandgans nutzt auch sehr gerne Fuchsbauten, um dort zu brüten. Bei diesem Bock kann man gut sehen, dass er seinen Bast schon abgefegt hat, was vorhergehend bei dem Jährling noch nicht so war. Ein Indiz über das Alter der Böcke kann man übrigens erkennen an dem Durchmesser der Rosenstöcke. Umso kleiner der Durchmesser, umso jünger, umso größer der Durchmesser, umso älter. Hier haben wir einen weiteren Jährling, der schon sein Bast abgefegt hat. Ich nehme nicht an, dass es derselbe ist von vorhin, weil es sind gerade mal 21 Stunden vergangen. Aber schreibt doch gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare. Da sind die beiden Recken auch wieder an diesem Ort, um zu fressen. Ich nehme an, das wird noch das Alttier mit ihrem Kitz sein, weil im letzten Jahr waren die beiden auch immer zusammen unterwegs. Das Kitz, korrekter gesagt, das Schmalreh, wird im 2. Lebensjahr sein. Da habe ich auch schon meine Antwort. Es sind 2 Jährlinge unterwegs, weil dieser hier hat noch seinen Bast am Gehörn dran.
Hier haben wir wieder eine tragende Ricke. Die Tragzeit ist 9 Monate. Eingeschlossen ist da die Eiruhe, die ungefähr 3 Monate dauert. Es kommen dann 1 bis 2, sogar bis 3 Kitze pro Ricke zur Welt. Sie werden gesäugt ungefähr 6 bis 7 Monate und die Zuwachsrate bei dem Rehwild ist ungefähr 80 bis 100%. Bei den Hasen ist es etwas anders, weil dort sucht sich die Häsin ihren Partner aus und innerhalb kürzester Zeit paart sich die Häsin mehrmals, so dass selbst innerhalb eines Wurfes mehrfach Vaterschaften vorkommen können. Dazu kommt auch noch, dass die Häsin während der Tragzeit erneut trächtig werden kann und sich Embryonen unterschiedliche Entwicklungsstadien in ihrer Gebärmutter befinden. Hier haben wir den nächsten Interessenten für eine Kamera. Die Wurfzeit bei den Dachsen ist Februar bis April und dann gibt es 2 bis 5 Junge pro Fähe. Sie sind allerdings Nesthocker, nicht so wie bei den Feldhasen. Das sind nämlich Nestflüchter. Wenn ich in diesem Video schon mal bei der Tragzeit bin, will ich die Waldmäuse auch nicht auslassen. Die Fortpflanzung findet zwischen März und September statt und nach einer Tragzeit von 23 bis 26 Tagen kommen 5 bis 6 Junge zur Welt. Das Muttertier säugt die Jungen ungefähr 3 Wochen und danach gehen sie zusammen auf Futtersuche. Die Jungen werden im 3. Monat geschlechtsreif.
Waldmäuse haben eine geringe Lebenserwartung von 12 Monaten und darum bekommt das Weibchen nur 2 bis 3 Mal im Jahr Nachwuchs. Die im Frühjahr geborenen Jungen überleben meist nicht den Winter, aber die später geborenen Jungen bilden den Kern der Waldmauspopulation im nächsten Jahr. Hier scheint dann auch schon der Nachwuchs von diesem Frühjahr unterwegs zu sein. Das soll es denn für dieses Video auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war mal wieder informativ für euch und falls ich etwas Falsches erzählt habe, schreibt es gerne in die Kommentare, weil dann kann ich es auch berichtigen. Ich freue mich über ein Like, einen Kommentar und natürlich, wer neu ist hier, kann auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Darüber freue ich mich immer riesig und dadurch wächst auch mein Kanal. Dann heißt es für mich wie immer nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!